Neues Jahr, ihr Lieben! Willkommen zum ersten Video in 2020 und zuallererst gehe ich mit den Kindern erstmal ein bisschen nach draußen. Wir sind jetzt auf dem Spielplatz und haben auch wieder richtig schönes Wetter. Das ist wirklich super schönes Wetter heute. Okay, also mittlerweile sind wir wieder zu Hause. Es war heute leider etwas windig. Das Wetter war super schön, aber leider etwas windig. Deswegen waren wir erst auf dem einen Spielplatz und sind dann ja Richtung Heimat auf den anderen Spielplatz nochmal gegangen und dann wieder nach Hause. Jun und Makoto haben auch schon Mittagsschlaf gemacht und es ist jetzt auch Nachmittag. Heute Abend kommt meine Schwiegermutter auch wieder her, denn morgen gehe ich mit Miyuna wieder zur Spielgruppe im Kindergarten. Miyuna wird morgen dann auch wieder mit zu Oma und Opa nach Hause gehen. Mein Mann muss nämlich wieder auf Geschäftsreise diese Woche. Vermutlich bleibt Miyuna dann auch bis Freitag dort. Sie ist immer so gerne bei Oma und Opa und deswegen nutzen wir die Zeit noch, solange sie nicht täglich in den Kindergarten muss. Sie hat dort halt eben auch 100% der Aufmerksamkeit für sich alleine. Deswegen genießt sie es dort auch immer sehr. Mittlerweile ist schon der nächste Tag, also Dienstag, und heute gehe ich wieder mit Miyuna zur Spielgruppe im Kindergarten. Also im Moment schläft Miyuna noch. Ich mache mich jetzt aber erstmal selbst fertig und dann kann sie nachher ganz in Ruhe aufstehen. Und schon sind wir auch wieder vom Kindergarten zu Hause. Miyuna ist schon mit der Oma weggefahren. Jun und Makoto machen noch Mittagsschlaf. Heute haben wir im Kindergarten eine Art Bilderbuch gebastelt. Wir haben verschiedene bunte Seiten zusammengeklebt. Auf eine Seite konnten die Kinder selbst was malen. Die anderen Seiten waren für die Mamas zu dekorieren mit Fotos, mit Texten und mit allem Möglichen, worauf man eben so Lust hatte. Nur die letzte Seite sollten wir freilassen, weil dort die Erzieherinnen noch Fotos reinkleben und etwas dazu schreiben. Da aber niemand im Kindergarten mit dem Basteln fertig geworden ist, werden wir das jetzt erst noch alle zu Hause machen. Ich werde das Bilderbuch auf jeden Fall die Tage fertig machen und dann beim nächsten Mal im Kindergarten abgeben. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich wollte die Gelegenheit jetzt auch einfach nochmal nutzen, um ein bisschen über unsere Stillgeschichte zu sprechen. Mittlerweile ist es ja Januar. Jun und Makoto sind jetzt 1 Jahr und 5 Monate alt. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sich Miyuna damals ja abgestillt. Ich war allerdings schon mit Jun und Makoto schwanger gewesen und ich denke, das wird den größten Teil dazu beigetragen haben, dass sie sich dann eben auch abgestillt hat. Die Milch hat sich einfach verändert. Im Moment stille ich Jun und Makoto vor allen Dingen nachts noch sehr viel. Tagsüber haben sie gar nicht mehr so sehr das Verlangen danach, aber in der Nacht wollen sie einfach noch kein Wasser annehmen. Und da sie weder Milch aus der Flasche trinken oder einen Schnuller benutzen, ist eben die Brust die einzige Option, die sie haben, um eben die Milch zu bekommen, die sie brauchen und ihr Saugbedürfnis zu stillen. Als ich Miyuna damals abgestillt hatte, sind die Nächte sehr unruhig geworden, weil auch Miyuna hat keine Milch aus der Flasche getrunken und auch keinen Schnuller benutzt. Damals war aber meine Schwester zusätzlich hier und ich hatte auch noch keine weiteren Kinder, um die ich mich auch noch kümmern musste. Deswegen konnte ich auch damals noch ausreichend schlafen, was in der Schwangerschaft ja auch nötig gewesen war. Als
Juno und Makoto dann auf die Welt gekommen sind, war Miunas Schlafverhalten sehr, sehr schlecht. Sie ist auch da noch ständig aufgewacht und hat zu wirklich sehr schwierigen Zeiten geschlafen. Und dann hat sich mein Mann eben nachts um Miuna gekümmert, zusätzlich zu seiner Arbeit noch, weil ich ja alle Hände voll mit Juno und Makoto zu tun hatte. Am Anfang haben Juno und Makoto zusätzlich immer mal eine Flasche bekommen. Die haben sie auch immer ganz gut getrunken. Miuna hatte ja damals jegliche Art von Milch in der Flasche abgelehnt. Und da war ich tatsächlich ziemlich froh, dass Juno und Makoto es mir da nicht so schwer machten und sie hin und wieder, wenn es nötig war, auch von jemand anderem gefüttert werden konnten. Wir waren am Anfang ja bei meinen Schwiegereltern zu Hause, damit einfach noch mehr Hände da sind, um zu helfen. Mir war es auch bei Juno und Makoto ganz wichtig, dass ich wirklich viel stille. Von der Milch her war es alles überhaupt kein Problem. Ich hatte auf jeden Fall genug Milch, aber 2 Babys zu stillen ist schon wirklich eine Herausforderung. Da ist man wirklich fast mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ich fand es die ersten 3 Monate besonders schwierig, weil sie ja da ihren Kopf noch nicht selbst halten konnten und man dann ziemlich schwierig die Babys in Position bekommen hat. Da fand ich es wirklich einfacher, wenn sie einen ja abwechselnden Rhythmus hatten, also wenn sie nacheinander getrunken haben, weil sie zu dem Zeitpunkt gleichzeitig zu stillen wirklich schwer war, wenn ich keine zusätzlichen helfenden Hände hatte. Ungefähr bis so in den Frühling 2019, also ich glaube so Mai rum, haben sie die Flasche auch gerne genommen. Juno und Makoto waren jetzt nie die Babys, die wirklich viel aus der Flasche getrunken haben. Sie haben gut aus der Flasche getrunken, aber jetzt nie wirklich 200 Milliliter am Stück oder so. Aber ja, kurz vor dem Sommer letzten Jahres wollten sie die Flasche dann auch nicht mehr und ich habe dann eben wieder mehr gestillt. Seitdem ist das auch unverändert. Also sie essen natürlich ihre Mahlzeiten am Tag, trinken auch Wasser und Tee, aber nachts und manchmal auch tagsüber, je nachdem, was sie für eine Laune haben. Beim Zahn ist das auch ganz schlimm. Da trinken sie doch sehr viel noch aus der Brust. Ja, also in diesem vergangenen letzten Jahr fiel es mir auch unglaublich schwer, Miuna in der Zeit, in der ich gestillt habe, zu beschäftigen. Denn wenn ich Juno und Makoto gestillt habe, hatte ich keine Hand mehr frei, um mir mit ihr noch irgendwie ein Buch anzusehen oder nebenher noch was zu spielen. Es ging einfach nicht. Es gab Momente, da hat es natürlich ganz gut funktioniert. Dann hat sie sich kurz alleine beschäftigt. Und dann gab es aber auch viele, viele, viele Momente, in denen sie nur Blödsinn gemacht hat und nicht nur, ach, ich mache das jetzt mal, sondern wohl wissend, dass ich nicht einfach aufstehen kann und sie daran hindern kann. Für meine Nerven war das auf jeden Fall eine sehr, sehr stressige Zeit. Am Anfang vom letzten Jahr haben wir auch versucht, Miunas Schlafrhythmus wieder hinzubekommen, weil der sich wirklich total verschoben hatte in der ersten Zeit mit den Babys. Miuna ist da oftmals erst um 4 Uhr morgens eingeschlafen und das war für meinen Mann natürlich auch untragbar, da er zur Arbeit musste. In dem Zeitraum von Januar 2019 bis zum Sommer, also bis zu Miunas 3. Geburtstag, hatte sich das dann auch gut eingependelt und mittlerweile schläft sie die Nächte auch durch. Sie kann auch alleine in ihrem Zimmer schlafen. Seitdem kann mein Mann die Nächte wieder durchschlafen. Ich zwar noch nicht, aber irgendwann wird auch der Tag kommen, an dem Juno und Makoto auch durchschlafen werden. Ich kann noch gar nicht abschätzen, wie lange ich die beiden noch stillen werde. Ich merke aber schon, dass ich doch an meine Grenzen komme. Ich habe gar nicht mehr die Zeit, so viel zu essen, dass die Nährstoffe ausreichend sind für 2 Babys und für mich selbst. Ich denke aber, dass die beiden im Moment nur so anhänglich sind, weil sie ganz furchtbar zahnen. Also es ist wirklich überhaupt keine Pause mehr. Es kommt ein Zahn nach dem anderen, bei beiden gleichzeitig. Und als nächstes werden jetzt die Eckzähne alle kommen. Und meine Vermutung ist, dass danach dann wieder etwas Ruhe einkehren wird und ich vermutlich dann auch abstillen werde, ganz automatisch, weil es den beiden einfach wieder besser geht. Denn im Moment ist es wirklich so egal, was ich ihnen anbiete, um ihnen vielleicht irgendwas zum Kauen zu geben oder was zu essen, damit sie wo drauf beißen können. Es wird immer ganz, ganz viel geweint, den Kopf geschüttelt, vehement abgelehnt und sie wollen nur an die Brust und Milch trinken. Ich bin natürlich unglaublich froh, dass ich so lange stillen kann. Aber ich finde, so langsam könnten wir dieses Kapitel auch hinter uns lassen. 2020 wird auf jeden Fall ein ganz aufregendes Jahr. Die nächsten Monate werden wir jetzt erstmal damit beschäftigt sein, alles für den Kindergarten vorzubereiten, denn Miuna startet ja im April endlich in den Kindergarten und dann wird sich unser Alltag auch wieder stark verändern. An dieser Stelle werde ich das Video dann auch beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye!